Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich nehme euch mal so ein bisschen tagebuchmäßig mit durch die letzten 10 Tage. Also ich kann es kaum glauben, heute ist 38 plus 4, ich war heute beim Frauenarzt und beim Aufschlagen meines Mutterpasses ist es mir wieder eingefallen, Ella kam 38 plus 4. Umso mehr steigt die Nervosität. Und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen durch mein Wehentagebuch mitnehmen, euch ein bisschen erzählen, wie ich mich so fühle, wie sich der Bauch anfühlt und vielleicht bekommt ihr ja dann quasi live mit, wenn es losgeht. Das sind jetzt nur noch 7 Tage bis zum ET und ihr seht, der Kleine ist immer noch da, wo er hingehört quasi. Ich habe in den letzten 2 Tagen immer mal wieder ein Ziehen im Unterleib gehabt und bin irgendwie davon ausgegangen, dass das irgendein Zeichen sein könnte. Aber das war anscheinend wirklich nur ein Ziehen im Unterleib. Ich weiß nicht, ob es Senkwehen waren oder Übungswehen oder was auch immer da jetzt noch ansteht. Ihr wisst ja, bei Ella habe ich das nicht so erlebt. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie immer mehr, dass es noch ein bisschen dauert. Aber ich fühle mich wirklich platt. Ich bin K.O., fertig. Und möchte jetzt dann auch wirklich, dass es losgeht. Also mein Körper signalisiert mir auf jeden Fall auch schon, es darf dann jetzt soweit sein. Aber ansonsten ist es alles gut hier bei uns. Micha ist noch ein bisschen krank. Ich hoffe, dass das vorbei ist, wenn der Kleine dann sich auf den Weg macht. Er soll ja auch nicht gleich krank werden, wenn er auf die Welt kommt. Es sind jetzt ja tatsächlich nur noch 6 Tage bis zum ET. Ich fühle mich immer noch sehr, sehr gut. Abends, also gestern Abend zumindest, war es so, dass ich Wehen vermute. Also so richtig einschätzen kann ich das noch nicht, ob das jetzt irgendwie eine Übungswehe oder eine Senkwehe war. Die kamen in sehr, sehr, sehr langen Abständen, aber eben immer mal wieder. Der Bauch wurde dann hart. Man hat so richtig das Kind halt gemerkt. Aber irgendwie ist da nachts nicht mehr passiert als das. Unser Hochzeitstag. Ja. Und gerade eben ist mein Schleimfropf abgegangen. Diesmal auf jeden Fall wesentlich ersichtlicher als bei Ella damals. Das heißt also, das kann ich zu 100% zuordnen. Definitiv steht fest, dass das die Geburt ansagt und ankündigt. Und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich kann gar nicht sagen, warum ich auf einmal aufgeregt bin, aber jetzt ist natürlich auch jedes Ziehen und jedes Wehwehchen in meinem Bauch ist für mich jetzt ein Zeichen, dass es gleich losgeht. Nur der Kopf? Ja, jetzt die nächste kommt. Die nächste. Das war eine sehr, sehr wehenreiche Nacht. Ich kann euch nicht sagen, in welchen Abständen, aber ich kann euch sagen, dass sie mega, mega, mega mäßig heftig waren. Sie haben mich jedes Mal aus dem Schlaf rausgerissen, aber die Abstände scheinen zumindest so groß gewesen zu sein, dass ich immer wieder den Schlaf gefunden habe. Auch jetzt, heute Morgen, habe ich Wehen. Bin jetzt gleich auf dem Weg zum Frauenarzt. Lass das mal überprüfen. Also ich habe den Termin so oder so. Wir lassen mal überprüfen, wie es jetzt da gerade aussieht, was der kleine Mann so treibt. Und ich lasse auch mal schauen, wie Gebärmutter, Hals und aussehen. Ja, war halt keine gute Nacht und deswegen bin ich so ein bisschen platt. Und jetzt kommt auch gerade wieder eine Wehe. Ich lasse euch einfach später wissen, was der Arzt gesagt hat. So Leute, ich war beim Frauenarzt. Und der Frauenarzt hat mir bestätigt, dass der Kleine Bambule macht. Alle 6 Minuten auf dem Weg ich bin ein bisschen durch den Wind gerade. Auf dem Weg zum Frauenarzt hatten wir alle 5 bis 6 Minuten Wehen. Jetzt sind wir bei 4 Minuten, glaube ich. Ich habe auch gerade eine Schmierblutung bekommen. Das war bei Ella quasi der Anpfiff für wir fahren ins Krankenhaus. Das heißt, wir halten uns jetzt auch mal daran. Die Frauenärztin hat auch gesagt, wir sollten mal ins Krankenhaus fahren. Zur Not schicken sie uns halt wieder nach Hause, aber einfach mal abklären, gerade weil die erste Geburt auch so schnell ging. Jetzt gerade geht es mir richtig gut, aber jetzt gleich wird es mir wieder nicht gut gehen. Die Wehen sind schon stark spürbar, also alles auszuhalten, aber mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Ich denke, Micha wird jetzt dann ab dem Krankenhaus die Kamera fühlen und ihr werdet mich in dieser Selfie-Situation nicht mehr sehen. Es ist 11:33 Uhr. Mich hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich das mal sage. Ich bin ein bisschen through the wind, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Jetzt kommt es gerade. Gut. Live bei einer Wehe dabei ist auch ganz schön, glaube ich. Hattet ihr heute Morgen schon. Da hat es gerade angefangen bei meiner letzten Aufnahme.
Babyboy, würde ich sagen. Hoffentlich die letzte Aufnahme von diesem Bauch. Ich hoffe es so sehr. Ich stehe hier im Halteverbot und ich habe zu Cindy gesagt, du musst jetzt, wenn wir aussteigen, so... Aber gerade geht's. Wir sind immer noch am CTG. Irgendwie hatten wir Probleme mit dem Papier. Jetzt haben die das gefixt, also muss Cindy noch ein bisschen länger liegen. Und Dr. Michael M. sagt, die Abstände werden kürzer. Und Cindy sieht auch nicht mehr so entspannt aus wie vorhin, noch als wir auf der Bank saßen. Aber ich denke, das wird sich jetzt gleich ergeben, ob wir noch mal ein bisschen spazieren gehen müssen oder ob es denn dann schon losgeht. Wir sind nochmal aus dem Kreissaal weg jetzt, haben uns ein Eis geholt und gehen ein bisschen spazieren, weil die Wehenabstände noch nicht allzu klein sind. Cindy sagt, es wird gerade schlimmer, der Druck nach unten wird größer. Wir laufen also um das Klinikgelände herum und hoffen, dass es bald losgeht. Ich versuche mal gleich für euch eine Wehe einzufangen. Ich sag euch, das ist hier echt nicht witzig. Jetzt haben wir die erste Runde ums Gebäude geschafft. Die möchten von uns gerne, dass wir 2 Stunden spazieren gehen. Aber Cindy ist ja nicht gut zu Fuß momentan. Deshalb versuchen wir jetzt hier gemach ein paar Runden ums Klinikum zu laufen. Wie geht's dir, mein Schatz? So lala? Ging mir schon mal besser auf jeden Fall. Also hier rüberspringen möchte ich jetzt gerade nicht. Gleich greift sie meine Hand wieder und dann geht's los. Das ist so schön, wenn es aufhört. Ich sag euch, das ist auch für mich nervenaufreibend. Ich sag's euch, Leute, wir sind jetzt endlich im Kreissaal. Der Muttermund ist 5 cm auf. Cindy geht's gar nicht so gut. Die ist jetzt noch mal kurz auf Toilette. Die Schwestern machen gerade eine Übergabe. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Die Wehen sind nämlich schon in relativ kurzen Abständen. Ich glaube so 1 bis 2 Minuten. 2 Minuten will mich auch jetzt nicht irren. Und jetzt bin ich auch aufgeregt. Ich könnte das sehen. Ja, geht noch. Aber spätestens wenn wir hier liegen und das Geschrei groß ist, dann ist auch die Aufregung bei mir weg. Und dann ist nur noch Adrenalin und dann hoffe ich, dass ich meinen Sohn endlich in den Händen halten kann. Mein Sohn, das hört sich total schön an. Schau, nehmen wir die Beine zu sich. Ah, ich kann nicht. Okay, dann bleib ich bleib hier. Schauen wir an. Ich bin da. Nur der Kopf? Ja, jetzt die nächste kommt. Die nächste.